Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe erstmal ein paar kleine Ankündigungen zu machen, bevor wir ins Video reinstarten. Und zwar hatte ich ja gestern schon erwähnt, dass es heute um 18:30 Uhr erstmal einen Stream auf Twitch geben wird, weil wir ja jetzt einiges die Woche verpasst haben. Und ja, ich so ein bisschen was aufholen muss, sag ich mal, wo ich jetzt die Tage nicht da gewesen bin. Deswegen, da gehen wir heute Abend definitiv nochmal ab 18:30 Uhr dann in den legendären Dungeon rein. Auf ja, fast allen meinen Accounts, würde ich sagen. Das ist erstmal Ankündigung Nummer 1. Dann Ankündigung Nummer 2 ist, am Freitag ab, sagen wir mal, circa 17 Uhr kommt dann auch schon der nächste Stream. Und zwar wird es da seit langer Zeit mal wieder, und es wurde sich ja auch schon oftmals gewünscht, wird es seit langer Zeit mal wieder einen Kochstream mit dem Chris, aka Ignil, geben, der dann wieder bei mir hier vorbeischaut. Und dann werden wir zusammen ja, wieder was Leckeres kochen, beziehungsweise Chris wird was Leckeres kochen. Ich gucke dann zu, laber ein bisschen dummes Zeug, so wie immer eigentlich. Und ja, nebenbei zocken wir dann natürlich auch Shakes and Fidget, und an dem Tag werde ich dann auch noch meine restlichen Accounts ja, bespielen, die ich jetzt zum Beispiel heute nicht schaffen sollte. Also das wird wieder ein Shakes and Fidget Kochstream werden. Ja? Das Ganze ab 17 Uhr circa am Freitag. Da könnt ihr euch sehr gerne schon mal drauf einstellen. Das wird dann auch nachträglich auf YouTube wieder hochgeladen hier, das VOD, weil das ist ja was ganz Besonderes, oder ich sag mal Special Stream. Oh Gott, das ist High Risk, High Reward jetzt. Eigentlich die Buff-Türen immer cool, aber wenn ihr schon jetzt so einen geilen Buff habt, ist riskant. Wir testen. Ja, okay, hat sich ausgezahlt, alles klar. Hatte ich schon ganz oft gehabt, dass das dann der gleiche Buff ist und dann gedowngradet wird. Aber ja, das dann auf jeden Fall, wie gesagt, am Freitag dann ab 17 Uhr. Ansonsten haben wir jetzt auch wieder eine Handvoll Events. Okay, auf dem Server noch nicht, aber wir haben wieder sehr viele Events, die jetzt das kommende Wochenende auf uns wartet. Die Party geht weiter. Um die Woche gebührend ausklingen zu lassen, endet sie mit einer besonderen Eventzusammenstellung. Prachtparade der Pilze, Glanzparade des Goldes, Glückstag, Hexentanz mal wieder, Tag der tollkühnen Tiere, Fest der Festung, Tag des heißen Eisen, Tag der verlorenen Seele, auraler Großputz. Ja, in Anlass des Geburtstagsevents gibt es nochmal sehr coole Events, jetzt nochmal das folgende Wochenende. Und ich habe mir gedacht, weil ja auch der 15. Geburtstag von Shakes and Fidget was ganz Besonderes ist, und ja, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall auf Gewinnspiele steht und das letzte auch gut angenommen habt, beziehungsweise da auch viele daran teilgenommen haben, werden wir dieses Wochenende, ob ihr es glaubt oder nicht, nochmal ein Giveaway machen, und zwar am Freitag wird das Video online gehen. Da könnt ihr dann euren Kommentar verfassen, und dann habt ihr nochmal die Chance, 100 € zu gewinnen, und das wird dann wahrscheinlich am Sonntag ausgelost werden. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst, habe ich mir so gedacht, okay, nochmal Prachtparade der Pilze, komm, hauen wir nochmal 100 € raus. Ja, ich denke mal, das kann der ein oder andere gut gebrauchen. Der legendäre Dungeon ist ja jetzt auch nicht unbedingt billig, würde ich mal sagen, und ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch Fest der Festung Event. Viele Leute holen sich ein neues Equipment und holen sich dann auch neue Steine. Und Fest der Festung ist halt ein guter Anlass, sag ich mal, um Steine zu skippen, wenn man das denn möchte, weil es ist schon ziemlich teuer. Aber wenn man neue Steine möchte, dann ist es halt hier am besten, weil man an Fest der Festung Event halt nur große Steine bekommt, ne? Und ich denke mal, ja, da das Ganze auch ziemlich preisintensiv ist, ne, möchte ich wenigstens einen von euch da auf jeden Fall unter die Arme greifen. Deswegen wird es jetzt am Freitag auch wieder das nächste Giveaway geben. Ja, also ich hoffe mal, es freut euch zumindest ein bisschen. Und ja, jetzt kam die Post hier. Ja, jetzt kam die Post auch hier auf dem Server an. Genau, das dann auf jeden Fall dazu. Also sind ein paar coole Sachen schon wieder geplant jetzt. Ne? Das ist dann ja, der Stream heute, 18:30 Uhr, am Freitag. Circa 17 Uhr plus um 15 Uhr im Video Giveaway, und wahrscheinlich findet dann noch entweder am Samstag oder am Sonntag dann nochmal ein Stream statt,
Da wird es aber wahrscheinlich ein bisschen Variety geben. Also da fangen wir wahrscheinlich dann an mit Shakes and Fidget. Dann werde ich später aber wahrscheinlich dann so ein bisschen Sea of Thieves daddeln. Da hatte ich mich dann schon verabredet, denn das wollte ich dann irgendwann Samstag oder Sonntag dann in Ruhe auch machen. Also wer da dabei sein möchte, kann das natürlich auch, Downgrade, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Ne? Ja, ansonsten sind das erstmal soweit die Informationen dazu. Heute, wie gesagt, steht jetzt erstmal so nur großartig an im Stream, dass wir da so ein paar Runs machen und so hier und da uns ein bisschen neu equippen, weil wie gesagt, ich hatte es bisher nur auf dem Main gemacht und bisher noch auf keinen weiteren Accounts hier großartig. Ich muss irgendwie an Leben kommen, beziehungsweise an One-Hit-Wonder oder sowas. Das ist hier ja alles ziemlich doof hier mit dem Buff. Ja, ich glaube, ich sterbe bald. Also ja, ich renne jetzt schon in den Freitod hier. Komm, nachher sind wir wieder beim Schlüsselmeister. Ja, und dann haben wir das Problem, dass wir gar keine Schlüssel haben. Ne? Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir noch die Challenge-Räume hier. Eieieiei. Ja, und 400 Millionen Schaden machen die. Okay, wir weichen mal aus auf gut Glück. Ja, perfekt. Hat ja super geklappt. Hat ja richtig super geklappt. Naja, und genau, dann habt ihr erstmal so eine kleine Übersicht über die aktuelle Lage, beziehungsweise was jetzt so in der Woche hier passieren wird. Ne? Und dann wird es ja auch schon nicht sehr lange dauern. Nächsten Monat haben wir ja jetzt schon bald, ist ja jetzt schon bald soweit. Dann kommen ja auch schon die Updates raus, die... Oh Gott, das ist ja ein kompletter Bruchrun hier. Oh nee, Digga, mit so wenig Leben kommt jetzt hier One-Hit-Wonder. Oh mein Gott, ey. Ja, dann kommt ja auch schon das überarbeitete Shakes and Fidget raus, was wir jetzt ja schon die Tage in den Producer Notes sehen durften. Und das wird ja jetzt auch nicht mehr lange dauern. Ja, das wird dann so das nächste Highlight werden, ne? Da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Umsetzung, wie es dann hier final auch aussehen wird in-game. Wir haben ja schon einen sehr guten Einblick bekommen jetzt durch die kleinen Ankündigungen. Ne, und ich denke mal, so ähnlich wird es dann halt auch eben aussehen. Es war ja nicht die absolut finale Version, aber wenn man es dann nochmal so alles genau vor sich sieht, dann hat man ja quasi die fertige Version und eventuell wurde da hier und da noch was überarbeitet und klar, wenn man sich da selbst durchklickt, ist das immer noch mal was anderes, als wenn man es jetzt so irgendwo im Video präsentiert bekommt, finde ich zumindest. Deswegen, ich freue mich da schon drauf. Die Meinung ist bisher zwiegespalten, so wie ich das mitbekommen habe. Manche fanden die Überarbeitung ja unnötig, beziehungsweise die alte Version fanden sie besser. Ich sage einfach dazu, dass das halt auch eben einfach platztechnisch gemacht werden musste, weil wir halt eben nicht sehr viel Platz mehr in dem Spiel hatten. Und wenn man halt eben neue Sachen haben möchte oder erwartet, dann muss man auch damit leben, dass es halt eben gewisse Umstellungen in dem Spiel gibt, Umstrukturierung und ich sag mal, eine neue Überarbeitung bzw. Anreihung der schon vorhandenen Features ist eigentlich okay, also finde ich legitim auf jeden Fall und ich denke mal, das wird äußerst positiv werden, wie das umgesetzt wird. Ist halt eben eine Geschmackssache, sag ich mal, vom Zeichenstil her, ob das Leute nun so mögen, die alte Version mehr mochten oder jetzt die neue Version ansprechender finden. Das ist ja ganz dahingestellt und recht machen kann man sowieso immer nie jeden. Deswegen, denke ich mal, gehen sie da auf jeden Fall schon so den richtigen Weg. Ne? Wir werden schon wissen, was zu machen, denke ich mal. Ne? Jo, deswegen, bin ich da sehr gespannt auf jeden Fall auf die neue Version, wenn sie denn draußen ist und werde euch da natürlich auch so schnell wie möglich berichten, wenn es denn soweit ist. Vielleicht ist sie auch wieder einen Tag früher draußen auf meinem Server. Mal schauen, müssen wir mal gucken. Dann kann ich euch das Ganze schon ein bisschen früher vorab präsentieren, aber da lassen wir uns dann überraschen, wenn es denn soweit ist. Gut, der Run ist durch. Mal gucken, was kriegen wir hier. Wir sind ja auf dem Battle Mage hier gerade. Okay, wir haben hier schon mal die Rüstung und ja, ein Amulett. Das sind schon mal
Items, ein Item davon brauchte ich auf jeden Fall schon mal, das ist die Rüstung. Wie gesagt, wir haben ja noch gar nicht gespielt auf dem Account. Deswegen das schon mal ganz cool. Aber, ach nee, das ist, warte mal, wo haben wir denn hier jetzt die Shakes-Rüstung? Hatten wir jetzt nicht die Shakes-Rüstung hier irgendwo? Also wir hatten hier die Medaille, die hat 6, ach hier, okay, plus 22, gut. Also lohnt sich gar nicht hier auf dem Battle Mage großartig sich neu zu equippen. Plus 22 Stats ist jetzt nun wirklich nicht der Rede wert. Deswegen werden wir hier nur die neuen Items farmen, dass wir die bekommen fürs Sammelalbum. Und danach werden wir dann relativ schnell hier wahrscheinlich Feierabend machen auf dem Account. Ja, da wir jetzt hier die neuen Sachen jetzt nicht unbedingt brauchen, weil unsere Gegenstände noch relativ aktuell sind. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Server, unter anderem auch EU12, wo wir den letzten Push machen werden und nochmal alles geben im LD. Ne? Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen, bevor wir dann auf EU13 dann den nächsten Account anfangen. Freunde, das war es soweit erstmal für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis heute Abend um 18:30 Uhr im Livestream.